Guten Morgen Leute. Heute bin ich wieder am Wandern und es ist Sonntag. Und wir laufen heute zum Schloss Montfort. Wird ungefähr eine 20 Kilometer Wanderung. Und da ist schon einiges los hier, laufen viele Leute rum. Heute schönes Wetter, ist nicht zu feucht. Temperatur ist gut, also prima. Ich habe meinen Adapter bekommen, so der Sound kommt jetzt vom Kamera. Und werden mal sehen, wie das funktioniert. Und einen neuen Selfie-Stick. Auch da muss ich mich dran gewöhnen. Aber wir werden sehen, wie es funktioniert. Ne? Man muss hier überall um den Matsch herum. Ne? Es ist matschig, 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 denn es hat heute Nacht, glaube ich, noch geregnet. Das ist schon richtig eine Sauerei. Ne? Wow, wow, wow. Das Wetter ist super, aber die Straße ist scheiße. Besser gesagt, die Pfaden sind scheiße. Okay. Ich hoffe, dass der Ton jetzt auch besser ist. Und dass ich die Stunden Arbeit, die ich in den Ton stecken muss, jetzt vorbei sind. Ich muss in 120 Meter nach links. Das wird wahrscheinlich die Sandstraße sein. Okay. So, ich bin raus aus dem Pfad. Also da war richtig scheiße. Ne? Und wir sind auf die Sandstraße und auf die Sandstraße gibt es einen asphaltierten Fahrradweg. Und da kommen auch schon Fahrräder. Okay, bye. Und dann muss ich auf den Annendaler Weg nach 2,3 Kilometer. Alles Kulturlandschaft, Leute. Und mit den Bäumen hier, das ist natürlich schön. Ne? Die Straße unter den Bäumen. Wir haben jetzt die Dominikerstraße überquert und laufen jetzt auf einer asphaltierten Straße. Aber es ist noch immer die Sandstraße. Ne? Die ist nur asphaltiert, weil hier ein paar Höfen sind, ein paar Bauernhöfe. Und wenn wir die vorbei sind, ist das wieder eine Sandstraße. Okay. Da ist noch ein kleiner Bach, ne? Und hier kann man durchwandern, das ist von BML, von die Wasserbehörde. Und an der Seite kann man auch weiter wandern. Ne? Und da gibt es auch Wasser. Jawohl. So zu sehen steht das ziemlich hoch. Aber es regnet ja viel. Ne? Da hinten auch, da sieht man es hinter die Bäume. Ne? Das letzte Gehöft. Und dann sind wir wieder zurück auf eine Sandstraße.
1975 St. Hubertus gehöft. Okay. 1975, okay. Und das ist ein Sommerhaus oder so etwas, ich habe keine Ahnung. Ja Leute, was ist das dann hier? Hoffnung und Liebe. Glaube, Hoffnung und Liebe. 3,21 Kilometer verlassen wir die Sandstraße. Und gehen wir auf die Annendaler Straße, eine Drückestraße, aber wir haben hier einen Fahrradweg. Und dann gehen wir, die nächste Gelegenheit gehen wir nach links. Und das sind ungefähr 10 Meter. ...130 Meter links, okay. Wir verlassen die Waldfeuchter Straße und gehen in den Wald hinein. Wie geil! Und guck mal, alles schön gemäht, ne? Und das ist eine riesige, breite Waldstraße. Mit nur eine Spur für Wanderer. Umgestürzte Bäume. Da auch noch mehr umgestürzte Bäume. Wahrscheinlich ist das zu nass. Dann halten die Bäume das nicht mehr, ne? Guck mal da, wie kahl es ist. Und dann befand ich mich in Märchenwald. Und weil das die Zeit dieses Videos sprengen würde, habe ich da ein separates Video von gemacht auf Patreon. Geht es euch anschauen, es ist die Mühe wert. Der Link ist unten in der Beschreibung. Also dann sehen wir uns wieder auf Patreon. Und nach 4,76 Kilometer kommen wir in Mariahoop. Nach 4,97 Kilometer laufe ich durch Mariahoop. Und hier sitzen die Leute in die Garagen und ihren Garten mit ihren Sachen, weil hier ist scheinbar ein Garageverkauf heute. Also ein Trödelmarkt zu Hause. Da habe ich natürlich keine Zeit für, aber schön zu sehen. Und da haben wir heute viele Kobalde gesehen, ne? Und ich muss sagen, mein neues Selfie-Stick ist schon richtig schwer. Aber ich glaube schon, dass das Bild stabiler ist, hoffe ich. Hier sitzen die Leute auch wieder in der Garage. Also das Dorfleben, ne, am Sonntag. Und die trödeln Leute rum mit Sachen. Die haben die gekauft.
Überall Leute, die Sachen verkaufen. Und raus aus Mariahop. Ein großes Problem habe ich. Das Mikro ist scheiße. Ich kann das nicht richtig am Selfie-Stick befestigen. Ne? Das ist richtig scheiße. Sonst geht es ja. Ein Spielplatz für Kinder. Und jetzt laufen wir Richtung deutsche Grenze. Und vor die Grenzen werden wir abbiegen. Und wir gehen nicht über die Grenze nach Deutschland. Nein, das ist eine Kapelle wieder. Doch nicht. Das sah aus wie eine Kapelle, ne? Aber war es nicht. Zum weißen Rüssel. Nein, das ist am Wolfgangsee, ne? In Österreich. Nicht hier. Sieht schon geil aus hier. Man hört in die Weite die Bussarde, ne? Aber wir sind ja nicht weit vom Waldvolk, ne? Ich denke, 3 Kilometer vom Waldvolk jetzt. So Leute, ich muss mal eben etwas trinken, ne? Nach 6,1 Kilometer. Ich habe noch einen Selfie-Stick, der kann auch stehen, ne? Sieht man ja. Und dann kann ich einfach machen, was ich machen muss. Das war nicht gut. Heieiei. Der ganze Gummi raus, ne? Jetzt muss ich den Gummi wieder rummachen. So. Sonst läuft mich die Flasche leer. Ja. Okay. Habe ich mich wieder eine geile Tour geplant, ne Leute. Unglaublich. Super geil. Läuft sie super. Viel gesehen. Jetzt schon. Und die ganze Kobolde, ne? Naja. Hier steht ein Kreuz mit Blumen und alles dabei. Also dann müssen wir noch 15 Kilometer jetzt. Ich denke noch 10 Kilometer so etwas bis zum Schloss Montfort, die Grauert. Und ich bin mal gespannt nach den Aufnahmen. Ne? Den neuen Selfie-Stick. Den Adapter habe ich jetzt, der Sound kommt jetzt beim Kamera rein. Also das muss schon eine richtige Verbesserung sein, das kann nicht anders. Habe ich noch eine gute Nachricht, das ist BitChute hat meinen Kanal monetarisiert. Kann man jetzt oben auf ein rotes Symbol drücken, das werde ich mal einblenden. Und dann könnt ihr wählen aus Patreon oder, was war das andere, mit PayPal. Dann könnt ihr den Kanal unterstützen, ganz einfach.
YouTube, da wird keine Monetarisation kommen. Mann, kann ich nicht mehr sprechen. Da wird keine Monetarisation kommen, ganz einfach, weil ich keine Staatsbürgerschaft habe und ich frei bin. Also keine Sklave vom System bin. Und dann kann man bei YouTube absolut den Kanal nicht monetarisieren. Scherbe böses denken, ne? Aber das ist ja auch eine kriminelle Vereinigung, ne, YouTube. Das ist ja Google, ne? Da weiß man schon, das ist keine gute Sache. Man sieht es ja auch wie Dr. Orbert jetzt wieder, ne? Die haben dann einfach seine Monetarisierung eingezogen und warum? Er weiß es bis heute nicht. Er ist mit Anwälte dran, aber ich denke, er kann es vergessen. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe schon zwei Strichen auf meinen Themen-TV-Kanal. Der erste nicht, diese Kanal habe ich keine. Und hier hatte ich auch jetzt wieder einen Copy-Strike auf ein Video. Das habe ich gesagt, das geht nicht. Das ist Humbug. Und da haben die jetzt gesagt, ja, da habe ich recht. Und der Copy-Strike ist weg vom Video. Naja, so kann es auch gehen. Ne? Man muss einfach dagegen angehen. Bei diesen Verbrechern. Und die setzen dich einfach eine Copy-Strike auf das Video. Obwohl alles in der Beschreibung steht. Ne? Da steht ja, wo die Musik herkommt, von wer der Musik ist. Ich habe ja die Lizenzen dafür. Und dann machen die noch einen Copy-Strike auf ein Video, diese Verbrecher. Aber sie haben den Copy-Strike zurückgezogen. Na, das ist ja mal gut, das ist Neuigkeiten, ne? Dann sind wir den wieder los. Und YouTube beginnt jetzt etwas besser zu laufen, aber ich denke, dass das Problem mit YouTube ist. Ich habe das mal vor Jahren nachgeschaut. Bei meinem ersten Kanal, Wolfgang von den Acker. Und da habe ich mal danach zugeschaut und man sieht einfach, wie die Zahlen hochgehen und die Zahlen wieder runtergehen. Auch die Likes, die gehen hoch und die gehen runter. Das ist absolut eine große Schwindel. Ich habe es auch gesehen bei einem YouTuber, der Livestreams macht. Ich weiß den Namen nicht mehr. Der ging damals nach D-Live, weil er hatte um die 10.000 Zuschauer. Der kam nicht mehr weiter bei YouTube. Und der wechselt zu D-Live. Da hat er sehr früh angekündigt. Schon Monate vorher hat er schon zu den Leuten gesagt, ich gehe zu D-Live. Und da hatte er seine erste Sendung auf D-Live. Und der Mann, der staunte nicht schlecht. Der hatte in seiner ersten Sendung über 50.000 Zuschauer, Leute. Also, wo kommen die anderen 40.000 her, YouTube? Das soll man sich mal drüber nachdenken, ne? Bei YouTube nicht mehr als rund die 10.000 und dann geht er auf einen anderen Kanal. Und dann hat er auf einen Schlag über 50.000 Zuschauer. Da kann man sehen, dass die Leute verscheißt werden bei YouTube. Komplett verscheißt. Die kriegen ja etwas Geld, aber das ist nur ein bisschen von was sie eigentlich kriegen sollen. Leute, denkt da mal drüber nach. Darum habe ich auch meine Monetarisierung, mache ich nicht über YouTube, wie die meisten das machen, dann kann die eigentlich reinzogen. Nein, ich habe Patreon dafür. Und Patreon, da bin ich, denke ich, schon auf der sicheren Seite. Dann mit YouTube, wie sagen die englischen YouTuber das, da baut man sein Geschäft aus Sand. Und das ist tatsächlich so. Also Leute, ich werde ein bisschen pausieren und dann gehe ich wieder weiter, die nächste Strecke. Eine befahrene Straße und da hinten, ganz hinten da sieht man schon die Mühlen von Deutschland, ne? Und da liegt auch Waldfeucht. Ein bisschen nach rechts. Sobald man die Mühle sieht, dann weiß man, da ist man in der Nähe von Deutschland. Der deutsche Energiewahnsinn. Und da sieht man die Kirche von Waldfeucht. Das wäre so ein schöner Anblick, ne, wenn der ganze Scheiß da rundherum nicht wäre. Und an der Seite liegt, ich glaube, wie heißt das auch wieder? Da bin ich letztens mit der deutschen, die Waldfeucht und Mühle-Tour bin ich da durchgekommen, ne, durch dem Dorf.
Ich weiß den Namen zurzeit nicht. An der Seite. Und auch wieder der Klimawahnsinn. Also Leute, das Dorf, was man da sieht, ich weiß es wieder, das ist Brügelen. Ein Dorf neben Waldfeucht. Kam da mal eben nicht drauf, ne? Kann man mal haben. Diese Seite ist alles Waldgebiet. Also, ja, so etwas ist Waldgebiet. Viel Dornengestrüpp. Und hier vorne die Häuser, das ist, ich dachte, das heißt Breukelen, glaube ich. Was ein Verkehr hier, unglaublich. Wir nähern uns hier die deutsche Grenze. Da vorne, wo der Strommast steht, ist schon Deutschland. Aber wir gehen hier nach links. Wir überqueren die Grenze nicht. Da sieht man auch Waldfeucht, Gemeinde Waldfeucht, Selfkant. Herzlich willkommen. Hier hat sich etwas geändert. Hier liegt ein altes Haus. Man sieht das normal kaum hier hinter den Hecken. Nein, man sieht von dem Haus nichts, gar nichts. Ein ganz altes Häuschen ist das. Das hat dann noch Fachwerk. Man kann es leider nicht sehen, es ist so zugewachsen, dass man es nicht sieht. Ich bin schon seit, denke, 2016, 17, ja ungefähr der Zeit bin ich nicht mehr hier gewesen. 7, 8 Jahren schon her, dass ich das letzte Mal hier war. Und viele Schmetterlinge. Ne? Hier auch viele Wildblumen. Das Ganze umzäunt. Steht ein Pferdchen. Hallo? Mr. Ed? Na, siehst du, Mr. Ed. Wer kennt ihn noch aus den 6er, das Pferd als Mr. Ed? Ne? Sucht es mal auf. Das Pferd, das sprechen konnte. Also, ich laufe schon weiter. Sehr viele Vögel hier. Ich bin der einzige schräge Vogel hier. Da ist ein Bussard. Die sind alle in Aufregung, die Vögel. Irgendwo ist ein Bussard. Guck mal, was die fliegen. Ich muss nach links. Nach links, sagt er, aber habe ich Probleme mit die Suppe hier? Nein, da kann ich nicht lang. Bisher geht es noch mit der Pfade, ne? Es ist ein bisschen matschig, aber man kommt herum. Glücklicherweise. Es wird haarig, Leute. Es wird haarig, Leute. Oh mein Gott, schau dir das Schwimmbad mal an hier. Heiliger Scheiße. Das ist ja Wahnsinn. Das ist Bodornengestrüpp hier. Hei, hei, hei. Oh, das ist unglaublich. Hoi, hoi, hoi. Das hatte ich gar nicht auf dem Radar.
dass ich hier schwimmen gehen müsste. Oh lala. Zwischen den Ästen durch. Puh. Mein Rucksack fällt ab, unglaublich. Da war etwas, was wegflog. Dornengestrüpp. Junge, Junge, Junge. Das glaubt man ja nicht, was man hier sieht. Oh. Oh je, oh je. An der Seite ist ein Pfad. An dieser Seite nicht. Also ich habe mich, das war die falsche Seite, glaube ich jetzt. Aber ich werde versuchen, mich hier entlang zu angeln. Hei, hei, hei. Durch den Wald. Dornengestrüpp. Ah ja, natürlich. Noch mehr Dornengestrüpp. Nach unten treten, noch mehr Dornengestrüpp. Mit die Kamera mal wegdrücken. Noch mehr Dornengestrüpp. Hoi, hoi, hoi. Ich komme da entlang. Heiliger Scheiße. Wenn ich da drauf springe, dann kann ich da rüber. Und dann kommt das Problem. Wie sagen die Engelchen? Der Struggle ist real. Das kann man wohl Leute sagen. Aber hier habe ich das Schlimmste gehabt, glaube ich. Holala. Etwas schwimmt hier im Wasser. Keine Ahnung was. Das sind alle kleine Tierchen so zu sehen. Durch den Wald. Herum. Und ich bin raus. Puh. Und hier ist es auch matschig. Hier stehen Bienenkästen und daneben stehen Sonnenblumen. Und wo ist die Sonne? Die Sonne ist da. Und wo schauen die Sonnenblumen hin? Die schauen alle von der Sonne weg. Das hier ist das beste Beispiel, dass etwas nicht stimmt. Die meisten, das sieht man hier, die gucken alle die andere Seite aus. Das soll nicht sein. Die müssen morgens, wenn die Sonne aufkommt, in die Sonne schauen und dann mitdrehen und abends auch. Dann schauen die auch in die Sonne. Die müssen die ganze Tag in die Sonne schauen. Und man sieht, da ist die Sonne, die weiße Sonne. Und die meisten schauen alle weg von der Sonne. Hier ist etwas schief, Leute. Diese Kamerad hier. Guck mal, der schaut. Der schaut der Seite auf. Die Sonne ist da. Und der schaut in die gegengesetzte Richtung. Der auch. Der guckt auch. Das kann nicht sein. Wird mal Zeit, dass ihr mal wach werdet, Leute. Hier stimmt etwas nicht. Wir rufen das schon seit Jahren, die Leute, die wach sind. Und die wirkliche Welt sind und nicht die Welt durch die rosa-rote Brille, wie die meisten Leute sehen. Hier stimmt etwas nicht, Leute. Und die Bauern sind am Arbeiten, ne? Für unser Brot.
Schau mal. Und das ist Sonntag heute. Am Sonntag sind die für euch und für uns am Schuften. Manchmal hört er einen Hund bellen, aber sonst ist es hier sehr still. Ich bin hier mitten im Wald. Mitten im Wald. Das ist unglaublich. Da war viel Matsch. Und ihr könnt euch die Gegend ansehen und werde ich euch mal sagen, warum dass ich die Zeichen der Natur sehe. Weil das ist ganz einfach, weil ich auf dem Bauernhof groß geworden bin. Also ich bin aufgewachsen auf dem Bauernhof. Und ich sehe nämlich die Probleme in die Natur. Ganz einfach, weil man auf dem Bauernhof ja mit die Natur zu tun hat, ne? Täglich. Da braucht man auch keiner zu sagen, wie es wirklich ist. Denn ich weiß, wie es ist. Das ist die Erfahrung von früher. Also Leute, 11,1 Kilometer gelaufen, 11,2 und noch 11,1 Kilometer zu laufen. Wir sitzen in die Mitte der Tour. Da muss ich mal suchen, dass ich eine Rast bekomme. Werde mal sehen. Schaut euch den Kamerad mal an. Da muss ich unten durch. Ne? Wenn der runterfällt, dann ist für mich nicht viel übrig. Oh la la. Bleib mal hängen da oben. Ich bin durch. Huh. Der Kamerad war auch müde. Guck mal, wie schön, dass der hier liegt. Fliegen! Verschwinde! Nein, nicht in die Augen! Klugscheißer! Die Katze ist weg. Jetzt sind wir wieder an Mariahoop. Zo snel mogelijk. Was wir hier rechts sehen, ist die alte Grundschule. Früher. Von 1913 stammt die. Das sieht man ja auch. Ne? Die hohen Fenster, ne? Das waren früher die Klassenzimmer.
Schön, dass das Gebäude behalten ist, ne? Dass mir nicht abgerissen wird. Nicht so viele alte Gebäude. Und das war Mariahof. Jetzt gehen wir zum Montfort, zum Schloss. Nochmal ein Bach, der Putbach, Putbeek auf Niederländisch. Steht er auch auf dem Schild, ne? Zwischen den ganzen Unkraut. Da steht's. Weg du. Das bedeutet, der geht an dieser Seite auch weiter. Aber ist nicht so viel Unkraut, ist denn drin. Ja, das kann man eigentlich nicht sehen. Geht ja. Unglaublich, was das alles zugewachsen ist. Da hinten sieht man noch Wasser, ne? Wenn man gut schaut. Ja Leute, nach 12 Kilometer und ein paar Zerbröselte, ne, zit ich auf einer Bank und habe ich mal eben eine Pause genommen. Ich denke, es sind noch ungefähr 1 Kilometer oder 3 bis zum Schloss. Wir nähern uns schon in Montfort. Und wenn man so allein wandert, dann denkt man zurück an früher, ne, in den 80er Jahren, bevor ich wegen meiner Krankheiten nicht mehr laufen konnte. Und ja, da hat man seine Wanderfreunde, ne. Da sind wir ja die 4 Tage von Nimwegen gelaufen. Ich kenne die Mars, 80 Kilometer und so weiter und so fort. Ne? Viel gelaufen früher. Und das ist eigentlich schade. Ne? Die meisten leben nicht mehr oder sind weg. Oder wie die Mutter, die Schwester meiner Mutter, ne? Die ist ja um die 90 oder die 90 vorbei. Ja, die läuft auch nicht mehr. Also man hat niemand mehr. Man ist ganz alleine. Das ist schon eine Sache, ne? Also ich muss wieder Wanderungen laufen, liebäugeln mit dem Mammutmarsch oder einem anderen Marsch, um wieder Leute kennenzulernen, die auch laufen. Damit ich dann auch wieder neue Wanderfreunde finde, die mit mir laufen können. Das ist einfach schade, ne? Die Zeit ist zu groß zwischen die 80 und jetzt. Aber an einer Seite bin ich froh, dank meinem Bekannten von mir in Belgien, dass ich die Behandlung in Belgien gehabt habe. Das war nicht im Krankenhaus. Denn die haben die Technologie nicht. Denn die Technologie ist für die Menschen nicht freigegeben, weil dann ist ihr ganzes Mordgeschäft kaputt. Ne? Das ist alles, geht es um Geld, Macht und Mord. Ne? Da geht's drum. Für die Gesundheit, da haben die ganz andere Geräte für euch, Leute. Ganz andere Technologie. Die habt ihr noch gar nicht auf dem Radar. Und da kommt ein Wanderer. Unglaublich. Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Okay, ich mache weiter meine Pause und dann gehe ich wieder weiter zum Schloss Montfort.
Wir nähern uns das Dorf Montfort. Und hier irgendwo an der Seite, da liegt nämlich das Schloss. Man sieht es von hier aus noch nicht. Wir nähern unser Zwischenziel, die Schlossruine. Vom Schloss kommt ein separates Video in Zukunft. Jetzt sind wir hinter Camping Regershorst. Hier kann man seine Ferien verbringen. Ich denke, das ist die Püttbeek. Ich weiß es nicht garantiert sicher. Ein Baumstumpf. Das ist ein riesiger Baum, ne? Es war ein riesiger Baum. Ich muss noch 3,1 Kilometer, denn wir sitzen jetzt auf 18,4 Kilometer heute. Alles Kulturlandschaft um mich herum. Also einfach weiter, Kilometer schrubben. Das ist ein richtiger dicker Stein, ne? Das ist der Teufelsstein. Uns WCI oder nein, uns WCL. Keine Ahnung, was das ist. Aber es ist ein Teufelsstein, Leute. Nochmal eine Überraschung. Und ein Baum. Und das ist ein Baum. Der ist hohl. Da steht ein Bild drin. Ein Fliegerdenkmal vom 4045. Das Gewässer hier heißt das Kranenbrook. Okay Leute, ich bin wieder zurück am Anfang. 21,7 Kilometer gelaufen. Ja, bin relativ müde, aber es war eine schöne Tour. Ja, ich denke, es war eine geile Tour, es war af und zu ja. Also Leute, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, einen Daumen hoch.
Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dieser Tour fand. Und abonnieren Sie den Kanal. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Geht raus und bewegt euch. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.